Teufel! Man sitzt aufrecht, aber nicht ganz so wie auf einer GS, schon ein bisschen sportlicher, aber wiederum nicht der Affe auf dem Schleifstein. Die fährt sich total leicht und, obwohl sie ja sportliche Gene hat, auch komfortabel. Jetzt ist es ein bisschen holpriger und da stellt sich das Dynamic ESA halt drauf ein. Manch einer nennt sie GS für den kleinen Mann. Und der kleine Mann ist hierbei aber keine Anspielung auf den Preis, sondern auf die Höhe und auf das Roadster-Konzept. Nach 3 Jahren auf dem Markt gibt es 2021 ein kleines Update. Das ABS ist nicht mehr abschaltbar, eine Motorschleppmomentregelung ist Bestandteil der Fahrmodi Pro und ja, die HP-Batterie wird durch die Lightweight-Batterie als extra ersetzt. In meinem Fahrbericht seht ihr, wie ich mit der R1250R klarkomme, wie sie sich fährt und anfühlt und natürlich, wie viel Spaß sie macht. Los geht's! Rein blauer Himmel. Herrlich. Die Biker sind auch noch unterwegs und ich bin auch unterwegs mit der BMW R1250R. Mein erster Eindruck. Ich bin ja auch die F900 gefahren. Die ist hier schon deutlich bulliger. Schön mit den goldenen Federbeinen, das gefällt mir gut. Vorne R1250 LED-Ausstattung, vorne, hinten Blinker und natürlich ein Boxermotor, so wie ich ihn mag. In dieser Version mit Shift-Cam, also einer variablen einer variablen Nockenwellensteuerung. Und hinten ganz klar BMW typisch Kardanantrieb. Also die sieht schon super sportlich aus, aber ohne, dass man Sorge haben muss, nicht auch mal eine längere Tour damit zu machen. Was mir nicht gefällt, hier der Auspuff bzw. der Endtopf in Chrom, das passt überhaupt gar nicht. Also ja, hier ist alles irgendwie matt, grau und jetzt auf einmal Chrom. Das passt zu einer R18 oder zu einer Harley, aber das gefällt mir nicht so gut. Was mir wiederum total gefallen würde, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst, einfach den Kanal damit unterstützt und ja, ihr seid auch immer top informiert, wenn es neue Videos auf Bike for Fun gibt. Wie immer möchte ich natürlich hören, wie klingt denn dieser Boxermotor, und das hören wir uns jetzt mal an. 136 PS, mehr als 140 Newtonmeter. Das ist echt eine Ansage. Und jetzt der Klang. Typischer Boxer-Sound. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Ja? Ride by Wire, E-Gas, Logo. Ja, da könnt ihr euch selber ein Bildchen oder ein Öhrchen von machen. Satt und sie blubbert. 2 Zylinder, natürlich als Boxer mit 1254 Kubikzentimetern Hubraum und einer Leistung von 136 PS treiben die R1250R an. Das Ganze natürlich mit Kardan. Das maximale Drehmoment liegt bei sehr starken 143 Newtonmetern, die schon bei 6250 Umdrehungen anliegen. Das Gewicht der Maschine 239 Kilogramm. Tankinhalt 18 Liter. Zum Fahrwerk. Vorn gibt es eine Upside-Down-Teleskopgabel und hinten eine Aluminiumguss-Einarmschwinge. Die Federvorspannung ist per Handrad stufenlos einstellbar, wie auch die Zugstufendämpfung. Das Testbike hat das Dynamic ESA an Bord, also ein automatisches Fahrwerk. Zur Bremse. Vorne hat die BMW eine Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser und einen 4-Kolben-Radial-Bremssattel. Hinten gibt es eine Einscheibenbremse mit 276 mm. Der Einstiegspreis liegt bei rund 14.400 €.
An Extras gibt es 3 größere Pakete. Dynamic für 1010 €, Comfort für 530 € und das Tourenpaket für 1690 €. In dem gibt es zum Beispiel das Dynamic ISA-Fahrwerk, Keyless White oder den Tempomaten. So, ich habe Platz genommen, 820 mm Sitzhöhe, Kniewinkel, seht ihr hier, sieht gut aus, wirklich, sehr anständig. Dann haben wir hier vorne ein TFT-Display, 6,5 Zoll, das startet hoch, typisch bei BMW R ABS Pro. Und hier haben wir wirklich eine absolute Vollausstattung. Keyless White ist dabei, also schlüsselloses Starten. Dann auf der rechten Seite gehen wir zwar einmal durch, wie bei BMW typisch, der oder die Griffheizung, der Mode-Schalter hier für die einzelnen Fahrprogramme, in diesem Fall Rain, Road, Dynamic und Dynamic Pro. Und dann haben wir hier den Ein- und Ausschalter und hier SOS, das System Telenotruf von BMW, das im Falle eines Sturzes automatisch Hilfe ruft. Auf der linken Seite wird es etwas komplizierter, aber wer das bei BMW kennt oder einmal ausprobiert hat, der kommt damit ganz schnell zurecht. Hier vorne oder hier oben ist der Tempomat, den kann man so ein- und ausschalten, Reset, Plus und Minus. Dann haben wir hier vorne das Fernlicht, Extralicht, Warnblinker. Hier kann ich das Fahrwerk einstellen, also Dynamic für Road oder Dynamic oder automatisch. Hier kann ich zum Beispiel Fahrhilfen ausschalten und hier ist das Menü Blinker, Hupe. Dann gehen wir doch mal in das Menü rein, einfach durch einen Klick nach unten und dann ist man drin und dann kann ich hier mit diesem Wahlhebel nach rechts und links gehen und das bedeutet, ich komme hier durch die einzelnen Menüs, mein Fahrzeug, Sportmenü, Navigation, wenn ich ein Handy angeschlossen habe, Medien fürs Handy und Telefon und die Einstellung. Bleiben wir mal hier vorne im Bereich mein Fahrzeug, dann drücke ich einmal runter auf Menü und komme dann rein. Hier habe ich dann so eine Übersicht im Prinzip, die Wassertemperatur, die Reichweite, Batteriespannung, vom Reifenkontrolldrucksystem vorne und hinten, Baranzeigen, Außentemperatur und hier seht ihr zum Beispiel die Griffheizung, die ist momentan auf Position 1, die ist in 2 Positionen schaltbar. Dann kann ich nach rechts gehen, komme auf den Bordcomputer. Ja, da ist alles Mögliche, was ihr braucht. Da gehen wir jetzt nicht einzeln durch. Dann gibt es noch einen Reisebordcomputer, Reifenfülldruck nochmal etwas genauer. Und am Ende, wann muss das Gerätchen zum Service? So, wir gehen wieder zurück. Das ist im Prinzip dieses Menü. Was mir unheimlich gut gefällt, ist dieser Bereich Sport. Nach rechts, also so, nach rechts klicken, kommt man in den Bereich Sport, dann Menü nach unten. Und dann habt ihr einen digitalen Tacho, der mir unheimlich gut gefällt. Links habt ihr das DTC, rechts die Brake, also die Bremsverzögerung in Millisekunden, hoch 2. Dann hier das blaue 0 Grad, rechts und links eure Neigung in der Mitte, so wie es sein muss, Drehzahlmesser und oben die Stundenkilometer. Der Rest ist klar, wieder die Außentemperatur und die Uhrzeit. Also das gefällt mir ausgesprochen gut. An Fahrmodi, habe ich eben schon gesagt, hat sie den Rain-Fahrmodus. Da greift das ABS und die Traktionskontrolle deutlich schneller ein und die Motorleistung ist auch entsprechend angepasst. Dann gibt es Road, Dynamic und Dynamic Pro. Ja, was soll ich noch sagen? Gar nichts. Jetzt wird gefahren. Ja, also die Sitzhöhe ist für mich richtig perfekt, das muss ich echt sagen. Und gemütlich. Schön finde ich es auch hier hinten. Könnt ihr sehen vielleicht. Hat man hier so einen kleinen für den Sozius. Das ist ein bisschen erhöht und da hat man hier die Mulde, wo man hinten auch Halt hat. Und das mag ich generell ganz gerne. Ach, die klingt schon fein. Lenker ist nicht besonders breit, aber sehr angenehm.
Polsterung hinten vom Sitz wunderbar. Schön bequem, nicht zu hart, nicht zu weich. Mit der Mulde habe ich ja gerade gesagt, sehr angenehm. Man sitzt aufrecht, aber nicht ganz so wie auf einer GS, schon ein bisschen sportlicher, aber wiederum nicht der Affe auf dem Schleifstein. Also für mich optimal, und was ich auch total mag ist, ja, wenn der Tank so ein bisschen größer ist und man den gut umschließen kann mit den Knien, das gibt so ein Grundvertrauen, und das hat das Ding hier absolut. Ein-, zweimal bin ich gegen den Boxer gekommen, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich wird er ein bisschen weiter zu mir gebaut sein als bei der R90, muss man sich sicher dran gewöhnen. Gucken wir uns mal den Quickshifter an, wie der arbeitet. Dritter Gang, runter in den zweiten. Ja. Wir brauchen ein bisschen Drehzahl. Also wenn ich jetzt bei knapp 4000 bin, knattert es nicht so rein. Aber sonst, der macht seine Aufgabe gut. Aber ich habe es ja schon öfter mal gesagt in meinen Fahrberichten, da gibt es schon bessere. Also besonders überrascht hat mich jetzt von Yamaha der Quickshifter von der Tracer 9 GT. Könnt ihr euch hier oben anschauen. Und ja, ansonsten die Multistrada hat im Vergleich jetzt zum Beispiel zur GS, finde ich, auch einen besseren Quickshifter. Der ist okay. Wir sind jetzt im Dynamic Pro Modus. Boah! Teufel! Mega! Ganz, ganz klasse. Also diese 136 PS, ja, aber 140 Newtonmeter, das ist es natürlich, 140 Newtonmeter, und die liegen eben auch in einem super linearen Drehzahlbereich, und das ab, ja, ein bisschen über 6000 Umdrehungen an. Das kommt schnell und ist ein super, super Punch, übrigens über den gesamten Drehzahlbereich, und das liegt an, ja, der variablen Ventil- oder Nockenwellensteuerung letztendlich. BMW nennt es Shift Cam. Und wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel, gehen wir mal in den 5. Gang und fahren 60. Warte mal. Oh, 70. So, und jetzt Vollgas. Oh, hier ist 70. Also merkt ihr das? Das habt ihr garantiert gemerkt. Da kommt also im gesamten Drehzahlbereich, selbst wenn man niedertourig fährt, wie ich gerade, trotzdem ein unheimlicher Bums rein. Und das ist, ja, ich muss sagen, dieser Motor mit dem Shift Cam ist ein einziges Gedicht. Und sie legt sich in die Kurven rein wie automatisch. Und macht gar nichts. Und sie verleitet. Sie verleitet, Gas zu geben. Auf jeden Fall. Das tut sie. Ja, die Schaltung. Nehmen wir mal Quickshifter jetzt raus, beziehungsweise nutzen den nicht und schalten mal. Sehr leichtgängig. Die legt sich automatisch rein. Ich muss gar nichts machen. Bremse packt ordentlich zu, gut abgestimmt, toll dosierbar. Die fährt sich total leicht und, obwohl sie ja sportliche Gene hat, auch komfortabel. So, ich habe das TFT-Display jetzt mal umgestellt auf diese Sportanzeige, von der ich euch erzählt habe. Die gefällt mir echt am allerbesten. Grüß Gott. Hört mal. Sieht echt auch klasse aus, wenn der Drehzahlmesser hochgeht.
so agil. Ja, wie sie sich rechts, links bewegen lässt. Super. Und jetzt ist es ein bisschen holpriger. Und da stellt sich das Dynamic ESA halt drauf ein. Eine Frage, die ich ja immer stelle am Anfang meiner Videos. Wie viel Spaß macht das Gerät? Die kann ich jetzt schon beantworten. Riesen Spaß. Und eben das Tolle, was mir halt gefällt, ist, dass ich hier nicht wie auf einem Supersportler so da sitze und das Kreuz weh tut, sondern dass ich hier echt eine recht entspannte Sitzhaltung habe und dennoch ein absolutes Sportgerät unterm Popo. Kommen wir mal zum Bremsentest von 100 Vollbremsung. Und los geht's. Ihr seht, Warnblinkanlage geht automatisch an bei einer Notbremsung und die Brake zeigt fast 8 Millisekunden im Quadrat an. Wie auch immer, das will ich gar nicht wissen, sondern was ich wissen wollte, wie packen die Dinger? Sie packen super. Wie regelt das ABS? Kaum spürbar regelt das ABS. Aber es hat geregelt, das habe ich schon gemerkt. Auch jetzt gerade, als ich ein bisschen mehr in die Hinterradbremse bin. Ja, schneid mich doch, du Vögelchen. Allen voran hat mich das Motorenkonzept, welches ja auch aus der GS bekannt ist, mehr als überzeugt. ShiftCam sorgt für eine so fantastische Verteilung der Leistung und ja, viel Drehmoment liegt in allen Fahrlagen an. Kurz, der Motor ist ein Traum. Die R1250R ist ein Roadster oder Naked-Bike, das kaum Wünsche offen lässt. Voll ausgestattet ist sie ein absolutes Premium-Produkt, welches auch Premium-Fahrspaß liefert.